Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es ist 16:32 Uhr. Unser virtueller Hörsaal ist mit ungefähr 90 Teilnehmenden schon recht gut gefüllt und das, glaube ich, aus gutem Grunde, weil das heutige Thema, es geht mal wieder um Antibiotika und Keime. Wie sollte es auch anders sein in einer Sepsis-Akademie? Weil das heutige Thema natürlich wieder auf großes Interesse stößt. Vielleicht noch kurze Erläuterung im ursprünglichen Programm. Diejenigen, die das gedruckt erhalten haben, war ja so ein jener Abend geplant, sage ich mal. Und zwar wollte Herr Professor Kretz über Antibiotikatherapie bei multiresistenten Erreger, brauchen wir neue Substanzen, sprechen. Und er hat leider wegen eines nicht verschiebbaren Termins, der dazugekommen war, absagen müssen. Und sodass wir in Anführungsstrichen heute nur Herrn Hage, der ja der zweite Vortragende war, und deshalb Anführungsstriche, weil Herr Hage, ich darf Sie kurz vorstellen, Herr Hage ist am gleichen Institut tätig wie sein Chef, nämlich im Institut für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums in Jena. Viele von Ihnen werden ihn kennen als einen ausgewiesenen Spezialisten im Gebiet der Infektologie und besonders aus meiner Sicht hat er sich verdient gemacht in den letzten Jahren durch den Kampf gegen den sensiblen Staph aureus. Er hat dazu viele Studien, Untersuchungen gemacht, viele Vorträge gehalten und ist sicherlich in Deutschland einer von denjenigen, der sich am besten damit auskennt, auch was die praktischen Erfahrungen betrifft. Und deswegen freue ich mich sehr, sehr, Herr Hage, dass das geklappt hat und dass Sie den Wurf heute rund um Staph aureus und seine Probleme uns nochmal geben werden. Ich möchte, bevor wir beginnen, alle nochmal darauf hinweisen, es ist eigentlich für die, die immer dabei sind, ändert sich ja nichts. Über die Anmeldung, die Sie hier gemacht haben, haben Sie sich registriert und erhalten von uns eine Teilnahmebestätigung. Die Veranstaltung ist wie immer durch die Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern zertifiziert und Sie erhalten auch Fortbildungspunkte. Wer nicht in der Ärztekammer ist, also Apotheker, Pflegende, erhalten eine ganz normale Teilnahmebestätigung. Und ich möchte Sie schon jetzt darauf hinweisen, dass wir im einen Monat natürlich wieder Sepsis-Akademie Zeit haben. Das ist der 15. Juni. Und im Chat sehen Sie hier auch schon den Link zur nächsten Akademie. Wir werden dann Herrn Florian Uhle, ein Naturwissenschaftler, hören, der sich seit vielen Jahren mit Biomarkern bei Sepsis beschäftigt und viele Jahre in Heidelberg war, und Herrn Professor Kluge aus dem UKE, den wir, glaube ich, fast alle kennen, zum Thema Pilzsepsis als diagnostische und therapeutische Herausforderung. Also auch das sicherlich wieder sehr interessant. So, und nun habe ich genug Vorrede gemacht. Das Prinzip mit den Fragen stellen kennen Sie auch. Sie schreiben einfach in den Chat oder melden sich irgendwie anders. Ich kann Ihnen natürlich auch eine Spracherlaubnis geben. Und dann würden wir nach dem Vortrag noch eine Diskussion führen. So, jetzt aber wirklich genug. Herr Hage, vielen Dank, dass Sie bei uns sind und bitte starten Sie mit Ihrem Vortrag. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr und ich bin auch ganz froh, dass mein Chef nicht kann, weil dann habe ich mehr Zeit und wir können nachher noch viele Fragen aus dem Alltag diskutieren, weil es ist ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, man steht ja oft am Bett und weiß immer nicht so richtig, was ist denn jetzt das Beste für meinen individuellen Patienten. Und wir hatten uns gerade schon im Vorfeld unterhalten, wenn ich zurückdenke an meine ersten Jahre in der Medizin, noch weg von der Infektiologie. Wenn man sich überlegt, Staph aureus, naja, es war ja so ein Erreger wie jeder andere und man freut sich ja, ist ja wirklich alles sensibel in so einem Resistogramm, 60% ja sogar noch Penicillin-sensibel oder schon wieder Penicillin-sensibel und man hat trotzdem irgendwie das Cipro genommen, wenn man das halt was man kennt, gell? Aber jetzt im Nachgang
da rollen einem manchmal die Fingernägel und die Fußnägel auf, was man damals alles falsch gemacht hat. Also deswegen, und die letzten Jahre haben wir uns wirklich intensiv mit Staph aureus beschäftigt und wir verfolgen, ich denke, viele von Ihnen haben das auch, dass im Krankenhaus alle Patienten mit einer Staph aureus Bakteriämie nachverfolgt werden. Und da sieht man wirklich, wie schwer diese Verläufe manchmal sind. Und ich habe Ihnen mal so einen Patienten mitgebracht, den haben wir aus dem auswärtigen Krankenhaus übernommen, der war 68 Jahre, ein bisschen, hat ein ICD gehabt bei kardialer Vorerkrankung, hat eine Knie-TAP gehabt, aber ansonsten hat er eigentlich gar nicht so viel Erkrankung gehabt und war eigentlich ein fitter, rüstiger Rentner. Ich sage schon war, weil das ging nicht gut aus. Und er hat angefangen, hat es mit einem ICD-Wechsel bei Batterieerschöpfung, hat dann Woche 4, 5 eine ICD-Tascheninfektion gehabt mit Staph aureus im Abstrich. Und die Kollegen haben dann einen Wack drauf gemacht, ein bisschen Antibiotikum verabreicht, haben aber das ganze Device drin gelassen, weil sie sich gedacht haben, naja, ist er erst reingekommen, den schon wieder ausbauen, wäre ja auch ein bisschen schade. Ging auch erstmal gut, Wunde war zu, Patient wurde entlassen und er kam dann aber genau nach 4 Wochen wieder ins Krankenhaus. Jetzt wieder mit Fieber und Schüttelfrost, Blutkulturen abgenommen, hat eine Staph aureus Bakteriämie gehabt und die Kollegen haben den wirklich untersucht, haben sogar ein TEE gemacht, was unauffällig war. Röntgenbild, Sono, Abdomen, kein Fokus gefunden, haben eigentlich auch gut reagiert, haben initial die empirische Therapie mit Piptazo auf Flucloxacillin umgestellt, 9 Gramm am Tag und haben dann gesagt, naja, irgendwie ist es komisch, wo kommt der her, gehen wir mal auf Nummer sicher, wir geben mal jetzt noch 4 Wochen Flucloxacillin als Tablette. Flucloxacillin ist nicht ganz so ideal, weil Sie sehen schon, wir geben 9 bis 12 Gramm IV und man kann 3 mal 1 Gramm pro Ost geben und von dem waren ungefähr 50% resorbiert, sodass Sie den Patienten mit 3 mal 500 Milligramm therapieren, sodass wir Flucloxacillin oral zum Beispiel bei uns aus der Apotheke quasi aus der Liste gestrichen haben. Und wir geben, da komme ich danach nochmal dazu, zum Beispiel Cephalexin, wenn wir oralisieren. Wieder entlassen worden, Patient, und Sie sehen schon, die Folie geht weiter. Wieder 4 Wochen später ist er jetzt wirklich im septischen Schock in das Krankenhaus aufgenommen worden. Fieber, jetzt ist auch die Knie-TAP heiß. Auch kein gutes Zeichen, hat erneut eine Staph aureus Bakteriämie. Die Kollegen fangen dann mit Meropenem und Vancomycin an und verlegen den Patienten zu uns ins Klinikum. Er kam dann zu uns wirklich in einem sehr schlechten Zustand und bei uns sind immer noch Staphylokokken in der Blutkultur gewachsen. Also obwohl der Patient schon 4 Tage Meropenem plus Vancomycin bekommen hat, das zeigt eben auch, wie wichtig diese Verlaufsblutkulturen sind, um eben zu zeigen, hier ist immer noch ein Fokus, der quasi noch nicht saniert ist und obwohl er wirklich komplett bis auf das Penicillin sensibel war. Wir haben dann TEE gemacht, das TEE war unauffällig, er hat dann ziemlich zügig bei uns ein PET-CT bekommen und was man schon sieht hier oben, das Aggregat leuchtet und obwohl von außen die Haut keine Fluktuation, keine Überwärmung, also wirklich nur das Aggregat leuchtet und Sie können wirklich entlang der Sonden, können Sie die Rötung bis nach unten nachverfolgen, sodass er eine ICD-Sondenendokarditis hatte und dann gab es natürlich noch mehrere andere Herde, die geleuchtet haben, also hier so paraspinal rechts sehen Sie einen Einschlag in der Muskulatur, hier oben in der Lunge gab es eine septische Embolie und die Knie-TAP, die natürlich auch schon klinisch heiß war, die hat auch geleuchtet. Ist dann operiert worden, also das gesamte Device extrahiert, die mobilen Teile im Knie wurden gewechselt und das Knie gespült. Und nach langem Aufenthalt, nosokomiale Pneumonie, was halt immer so dann sekundär noch dazukommt, ist er dann leider verstorben, der Patient. Und das wäre alles vermeidbar gewesen. Da zeige ich nachher nochmal einen Flowchart. Hätte man wirklich bei der allerersten Vorstellung bei dem Patienten mit dieser Tascheninfektion das komplette Device entfernt, Aggregat plus Sonden, hätte man den Tod des Patienten vermeiden können. Aber das zeigt schon, wie gemein und wie aggressiv Staph aureus ist. Und hier mal eine Epidemiologie, wie häufig kommt es überhaupt vor, dann ist Staph aureus Bakteriämie Blutstrominfektion. Das ist eine Arbeit, die hat der Brunkhorst noch quasi angestoßen und der hat über 4 Jahre hinweg in 26 Krankenhäusern in Thüringen alle Blutkulturen gesammelt, 335.000 Blutkultursets, aerob, anaerob von über 91.000 Patienten. Und was man hier sieht, ist die Ausbeute
kein Erregerwachstum in 84%. Ein relevanter Erreger wurde in 13% der Blutkulturen gefunden und in 3% war es eine Kontamination. Kontamination wurde hier definiert als typischer Hautkeim, nur einmal nachgewiesen innerhalb von 96 Stunden. Und 3% ist in Ordnung. Die MIG sagt, also die Arbeitsanweisung der Mikrobiologen, alles, was weniger als 5% ist, ist okay. Wenn Sie mehr als 5% Kontamination haben, müssten Sie mal nachschauen, wie Sie Ihre Blutkulturen abnehmen, weil das ist dann deutlich zu hoch. In den Top 11 positiven Blutkulturen, 25.000 Stück, Nummer 1 E. coli. Und das hat sich auch die letzten 25 Jahre nicht geändert. Das ist die letzte epidemiologische Studie zu den Blutkulturen in Deutschland, ist schon über 20 Jahre her. Aber da gab es quasi keine Veränderung der Rangfolge E. coli immer Nummer 1. Und dann sehen Sie aber schon, an Nummer 2 ist der Staph aureus mit knapp 4.000 positiven Befunden, 15,6% aller positiven Blutkulturen. Und auch so die anderen, vor denen wir mal Angst haben, Pseudomonas hier unten, wirklich ein seltenes Ereignis in diesen 5 Jahren, 447 Nachweise, 2,2% von unseren ganzen positiven Blutkulturen. Was wir leider nicht machen konnten, wir konnten keinen Populationsbezug herstellen. Also Anzahl der Blutkulturen pro 100.000 Einwohner, weil leider haben wir nicht alle Labore bekommen und nicht alle Krankenhäuser. Das ist das Problem in Deutschland, was wir haben. Viel zu viele kleine Labore, viel zu viele kleine Krankenhäuser und die alle dazu bündeln, das ist eigentlich gar nicht machbar. Die Kollegen in Dänemark, die haben es einfacher, die haben viel weniger mikrobiologische Labore oder auch Kollegen in Kanada, da zeige ich Ihnen gleich nochmal eine Abbildung. Wie sieht es aus mit MRSA, also die Oxacillin-resistente Staphylokokken? Und Sie sehen eigentlich seit 2015 einen deutlichen Rückgang. 2015 war noch jedes 10. Isolat nachgewiesene Blutkultur MRSA und 2019 waren wir bei unter 3%, 2,8. Also wir hatten letztes Jahr im gesamten Jahr bei uns 2-mal eine MRSA-Bakteriämie. Also das ist wirklich eine Rarität und deswegen braucht man eigentlich auch jetzt, wenn der Patient nicht gerade MRSA besiedelt ist, MRSA eigentlich gar nicht auch schon in die empirische Therapie mit aufnehmen, weil es wirklich so ein extrem seltenes Ereignis, dass das eigentlich gar keinen Grund mehr gibt. Das ist die Studie aus Ontario. Die haben es geschafft, einen Populationsbezug herzustellen. Eigentlich nur fürs Jahr 2017 500.000 Blutkulturen, auch knapp 23.000 positiv, ähnliche Zahlen wie bei uns. Also rein von der Abnahme der Menge der Blutkulturen und wie viele waren positiv. Und was Sie hier in diesem Schaubild sehen, Sie sehen hier auf der X-Achse Anzahl der positiven Episoden für den jeweiligen Erreger. Auf der Y-Achse sehen Sie die Sterblichkeit, die 30-Tage-Sterblichkeit je Erreger. Und dann sehen Sie noch die Größe der Kreise, das sind die Anzahl der verstorbenen Patienten je Erreger und dann noch die Farbe. Und die Farbe zeigt Ihnen die Chance, dass der Patient mit dieser positiven Blutkultur innerhalb von 30 Tagen verstirbt, im Vergleich zu Patienten, bei denen auch eine Blutkultur abgenommen wurde, die aber negativ war. Und was wir hier sehen, auch hier am häufigsten E. coli nachgewiesen, rein von der Menge der positiven Blutkulturen. Dann auch hier an Nummer 2 schon Staph aureus. Aber was wir hier sehen, die 30-Tage-Sterblichkeit ist bei Staph aureus deutlich höher als bei E. coli. Also hier bei zwischen 20 und 25% für Staph aureus. Der Kreis ist am größten, also die meisten Patienten hier in diesem Kollektiv, die meisten Todesfälle gab es bei Patienten mit einer Staph aureus Bakteriämie. Und der Kreis ist rot, das bedeutet, die Chance zu versterben mit dieser oder an dieser Staph aureus Blutstrominfektion ist fast 3-mal größer als bei Patienten, wo die Blutkultur negativ war. Im Vergleich zu E. coli, wo der Kreis blau ist, haben Sie eine E. coli-Bakteriämie, haben Sie eigentlich keine größere Chance, an dieser dann auch dazu verstorben, als wenn die Blutkultur negativ. Also E. coli ist eigentlich harmlos, quasi soll das zeigen. Und Staph aureus ist wirklich so die größte Krankheitslast. Da sterben die meisten Patienten dran. Und das ist wirklich ein sehr ernstzunehmender Erreger. Das zeigt sich auch quasi hier
nochmal in dieser Abbildung als Inzidenz. Man geht so ungefähr 15 bis 35 pro 100.000 Personen pro Jahr aus. Bei uns im Jahr sind es ungefähr, jetzt hier mal 2018 dargestellt, 140, 150 Fälle. Da waren es noch ein bisschen mehr. MRSA, 6-mal Staphylococcus. Warum hier dieser Erreger nochmal extra hervorgehoben? Staphylococcus ist eigentlich auch ein Koagulase oder nicht auch, sondern ist ein Koagulase-negativer Staphylococcus, also ein KNS, und der ist aber genauso virulent wie ein Staph aureus. Also wenn Sie einen Staphylococcus in der Blutkultur haben, müssen Sie im Endeffekt das gesamte gleiche Programm abspulen wie bei einer Staph aureus Bakteriämie. Und wenn Sie einen Patienten haben mit einer ambulant erworbenen Staphylococcus Bakteriämie, dann haben die überproportional häufig eine Endokarditis. Also hier einprägen, Lugdunensis ist genauso aggressiv wie Staph aureus. Hohe Sterblichkeit haben wir schon gesehen, zwischen 15 bis 30%, natürlich abhängig immer davon Kollektiv. Und es ist wirklich ein aggressiver Erreger. Und im Endeffekt wissen Sie schon, wenn Sie einen Patienten mit einer Endokarditis haben und der Patient sagt, mir geht es seit 4 bis 8 Wochen nicht gut, subfebrile Temperaturen, Gewichtsabnahme, dann können Sie sich eigentlich sicher sein, dass der Patient keine Staph aureus Endokarditis hat. Wenn der Patient aber sagt, 2 Tage, 3 Tage, 39 Temperatur, 40 Temperatur, mir geht es richtig schlecht, dann ist es eigentlich immer Staph aureus, Ausnahme noch Streptococcus pyogenes, aber das sind wirklich die Staph aureus Patienten, wirklich fulminanter, schneller Verlauf. Und wenn die Patienten verstorben, dann geht es eigentlich wirklich innerhalb der ersten 7 bis 10 Tage fulminant, also wirklich ein fulminanter Verlauf. Häufig akutes Nierenversagen, Rezidivhäufigkeit 10% in den Studien und häufig dann sekundäre Foci, das sehen wir nachher nochmal, in 30 bis 40% der Patienten. Und das haben wir schon gesagt, das sieht ja wirklich so harmlos aus. Also in Zeiten von 4-MAGN und Multiresistenz freuen wir uns ja quasi über so ein Resistogramm. Und wie gesagt, 60% der Staphylokokken-Isolate bei uns im Haus, Staph aureus, sind sogar Penicillin G-sensibel. Also wirklich noch das alte von Fleming entdeckte Penicillin kann man bei den Patienten ansetzen. Aber es ist doch wirklich der Wolf im Schafspelz, weil Staph aureus, oder die Staphylokokken haben eine Menge an Virulenzfaktoren, also freie Koagulasen, die bilden hier diese Fibrinkapseln beim Abszess, dann DNasen, Lipasen, erleichterte Ausbreitung im Gewebe, dann dieses Pantone-Valentin-Leukozytin, dieses PVL, haben Sie vielleicht schon mal gehört, das zerstört die Granulozyten und die Makrophagen. Wenn Sie einen Patienten haben, vor allem in Amerika ist das ein großes Problem bei den Community-Acquired MRSA-Hautinfektionen, Haut- und Weichteilinfektionen, die sind sehr häufig PVL-positiv. Dann ist das quasi die Ursache für diesen Abszess. Enterotoxin, Toxic-Shock-Syndrom oder auch ganz selten dieses Staphylococcus-Scale-Skin-Syndrom. Also wirklich ein ganzes Armamentarium an Waffen, was diese Staphylokokken haben. Dann können Sie natürlich Biofilmbildung machen. Die verstecken sich dann quasi in diesem Biofilm, bilden so diese Small Colony Varianten, diese SCVs, das sind Staphylokokken im Ruhemodus. Und die sehen auch ganz anders aus auf der mikrobiologischen Platte. Das sind so ganz kleine Kolonien und die haben ihren Stoffwechsel komplett runtergefahren. Die teilen sich fast auch gar nicht mehr. Und deswegen können uns auch unsere gängigen Antibiotika, die Beta-Lactam-Antibiotika, können diese SCV Staph aureus Kolonien gar nicht abtöten, weil Beta-Lactame funktionieren natürlich nur, wenn die Bakterien quasi sich da vermehren. Und wenn die im Ruhemodus sind, dann können wir die auch dann nicht abtöten. Also das ist ein großes Problem eben für die Rezidive. Dann können die sich innerhalb der Osteoblasten verstecken, also entgehen somit dem Immunsystem und können auch in den Makrophagen persistieren. Also wirklich ein ganz fieser Zeitgenosse. Und das spiegelt sich dann auch wieder in dem hohen Risiko für sekundäre Komplikationen. Also wenn Sie einen Patient haben, der eine Staph aureus Bakteriämie mit einer Flexureninfektion haben, auch immer abhängig von der Dauer der Bakteriämie, das sehen wir nachher nochmal, quasi warum das ein Problem ist, dann haben Sie ungefähr so 5 bis 10% ein Risiko für eine Nativklappenendokarditis, 5% für Nativgelenk, septische Arthritis, Spondylodiszitis
oder auch hier Fremdmaterial, also wenn der irgendwelche Platten im Knochen hat. Das große Problem sind aber die Patienten, die Fremdmaterial, also intravaskuläres Fremdmaterial haben, also Schrittmacherträger, ICD-Träger oder auch Patienten mit künstlichen Herzklappen oder auch Patienten mit Knie- oder Hüftgelenkprothesen. Die haben ein Risiko von über 30%, dass es im weiteren Verlauf zu einer sekundären Infektion von ihrem Fremdmaterial kommt. Also das ist wirklich das große Problem und bei den Patienten muss man eben extrem aufpassen und schauen, ob es schon infiziert ist oder dann eben im weiteren Verlauf die Patienten darauf hinweisen, wenn es Probleme gibt oder wenn der Patient vielleicht noch ein Rezidiv bekommt, dass man eben unbedingt dran denkt, dass es eben das Fremdmaterial sein kann. Das Gute ist aber, richtiges Management reduziert die Sterblichkeit um ungefähr, hier in dieser Meta-Analyse von Frank Brunkhorst, um ungefähr 50%. Also diese Studien 2011 bis 2013, die haben alle diese Qualitätsbündel oder Management-Items, die ich Ihnen gleich da vorstellen werde, quasi im Alltag umgesetzt. Und dann haben wir eben gesehen, dass die Sterblichkeit von 28% auf 14% reduziert werden konnte. Und das war auch signifikant. Und das sind die Punkte, die empfohlen sind, wenn Sie einen Patienten haben mit einer Staph aureus Bakteriämie. Und wenn Sie die einhalten, dann können Sie eben die Sterblichkeit um 50% reduzieren. Und ich würde jetzt in den nächsten Minuten wirklich Punkt für Punkt durchgehen, also von Fokussuche bis hin zur adäquaten Therapiedauer. Wichtig ist nochmal der Hinweis, dass wirklich jeder Staphylococcus, Staph aureus, den man in der Blutkultur findet, dass der auch wirklich ernst genommen wird. Es gibt gerade eine aktuelle Studie, die habe ich jetzt Ihnen da nicht mitgebracht, aber die haben in Amerika sich mal die Patienten angeschaut, bei denen nur in einer Blutkulturflasche von mindestens 4 bis 6 Fläschchen, die abgenommen wurden, Staph aureus nachgewiesen wurde. Und dann denkt man, naja, ist es, wenn nur in einer Blutkultur nachgewiesen wurde, in einer Flasche von 6, ist es dann vielleicht eher eine Kontamination, ist es vielleicht nicht so relevant. Aber die haben nachgeschaut und es ist wirklich in der Tat so, dass auch die Patienten zwar in weniger häufig, aber doch beim substanziellen Anteil der Patienten immer noch eine Endokarditis vorliegt oder septische Embolien. Also im Endeffekt jeder Staph aureus, der in einer Blutkultur nachgewiesen wurde, muss ernst genommen werden. Im Endeffekt auch dasselbe gilt ja auch für Candida. Zum ersten Punkt, Fokussuche, Fokuskontrolle. Wichtig nochmal hier der Hinweis, je kränker der Patient, desto schneller natürlich auch die Fokussanierung. Frank Bloß hat es ja mal sehr schön in der Medusa-Studie quasi gezeigt, dass bei den Patienten, die eine Sepsis haben, bei denen der Fokus innerhalb von 6 Stunden saniert wurde, hat ein besseres Outcome als bei den Patienten, wo die Fokussanierung erst später als 6 Stunden durchgeführt wurde. Was gehört dazu? Also Fokuskontrolle ist natürlich klar, Entfernung, wenn es eine fremdmaterialassoziierte Infektion ist, POD-Explantation, ZVK, Flexhülen, Schrittmacher, ICD entfernen, also als Beispiel sozusagen. Und was wichtig ist, wo ich jetzt nochmal speziell drauf eingehen würde, ist quasi die Fokussuche und hier TE und Bildgebung genannt. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Je länger die Bakteriämie andauert, desto größer ist das Risiko, dass es auch sekundäre Komplikationen gibt. Es war eine große Observationsstudie, 17 europäische Kliniken, vor 2 Jahren publiziert. Und hier sehen Sie knapp 1000 Patienten mit einer Staph aureus Bakteriämie. Und hier mal dargestellt, die Patienten, das waren 672, bei denen die Blutkultur nur einen Tag positiv war und die weiteren Folgeblutkulturen dann negativ. Dann die Patienten, die 2 bis 4 Tage eine positive Blutkultur hatten, 5 bis 7 Tage oder mehr als 7 Tage eine positive Blutkultur. Und was man hier sieht, je länger die Blutkultur positiv ist, desto höher ist auch die Sterblichkeit. Also die 90-Tage-Sterblichkeit, hier ist da zum Beispiel 22%, ein Tag positive Blutkultur im Vergleich zu 43% bei 5 bis 7 Tage positive Blutkultur. Und je länger die Blutkultur positiv ist, desto mehr septische sekundäre Absiedelungen gibt es. Also Abszesse, Spondylodiszitis, Endokarditis etc. Hier 6%, wenn die Blutkultur nur ein Tag positiv ist. Und 5 bis 7 Tage positiv, jeder 5. Patient. Und das ist natürlich der Unterschied, wenn Sie einen Patienten haben, der von draußen reinkommt, über die Notaufnahme und sagt, oh,
3 bis 4 Tage schon Fieber, mir geht es nicht gut. Der hat natürlich eine viel längere Bakteriemiedauer als ein Patient, der eine Flexuelinfektion hat. Nachts klingelt der Patient und sagt, oh, ich habe jetzt Fieber, Dienstarzt kommt, Flexule wird rausgezogen, Antibiotikum wird angefangen. Der hat natürlich eine Mini-Bakteriemiedauer und der hat natürlich auch ein geringeres Risiko für eine Endokarditis. Also je länger die Bakteriemiedauer, je länger die Symptome gehen, desto mehr müssen Sie den Patienten auf den Kopf stellen, um eben diese sekundären oder überhaupt einen Fokus dazu finden oder diese sekundären Foci nachzuweisen. Jetzt nochmal zurück zum TEE. Wer braucht ein TEE? Das sind quasi Systematic Review, eine Meta-Analyse, schon ein bisschen älter, aber die haben sich meist 30 Studien angeschaut, über 16.000 Patienten mit einer Staph aureus Bakteriämie, 1.500 hatten eine infektiöse Endokarditis und haben dann geguckt, was für klinische Hinweise oder aus der Anamnese heraus, was sind die Punkte, die für eine Endokarditis sprechen. Und was wir hier sehen, das sind, wenn der Patient Embolien hat, also eine Spondylolisthesis zum Beispiel, dann ist das Risiko sehr groß oder die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der auch eine Endokarditis hat. Und deswegen im Umkehrschluss, jeder Patient mit einer Spondylolisthesis braucht auch ein TIE, weil die Spondylolisthesis ist eben häufig ein Sekundärereignis und die Bakterien streuen dorthin. Und deswegen ist die Empfehlung oder auch wird bei uns gemacht, jeder Patient mit einer Spondylolisthesis oder einem septischen Arthritis braucht auch ein TIE. Patienten, die Fremdmaterial haben, also hier Schrittmacher ICD oder künstliche Herzklappen, die brauchen unbedingt ein TE. Patienten, die schon mal eine Endokarditis hatten oder auch Patienten mit einer IV-Drogen-Anamnese, die haben ein sehr hohes Risiko. Und hier nochmal zusammengefasst, also für die Praxis, wer braucht ein TE? Das sind die Patienten mit einer ambulant erworbenen Staph aureus Bakteriämie, IV-Drogenabusus, die Patienten mit einer zerebralen, peripheren Spondylolisthesis oder eine Embolie, ein embolisches Ereignis, wenn Fremdmaterial im Körper, im kardiale Fremdkörper vorhanden sind. Hämodialysepatienten ist die Datenlage nicht ganz so eindeutig, aber häufig haben die Patienten auch im Rahmen vom Vorhofkatheter, der zum Beispiel eine Staph aureus Bakteriämie, dann würden wir auf jeden Fall ein TE machen, zum Schauen, ob auch die Trikospidalklappe zum Beispiel irgendwelche Vegetation hat, weil das ist natürlich dann auch quasi die Therapiedauer ändert sich ja dann da. Und auch bei Patienten, die initial schon ein TE bekommen haben und es war unauffällig, aber dem Patienten geht es nicht besser, die Blutkulturen sind persistierend positiv. Da kann man dann ruhig auch in der zweiten Woche nochmal ein TE als Verlaufskontrolle machen, zum Schauen, ob vielleicht doch jetzt Auflagerungen da sind. Dann ganz tolle Untersuchungsmöglichkeit und wirklich auf jeden Fall zum Empfehlen bei Patienten PET-CT. Das ist jetzt meine ältere Arbeit aus dem Jahr 2012. Das waren 115 Patienten mit Staph aureus oder Streptokokkenbakteriämie. Auch hier wieder Patienten mit einer langen Bakteriämiedauer, ambulant erworben, verzögerter Therapiebeginn, lang positive Blutkulturen, lang Fieber oder Fieber noch nach 72 Stunden. Und bei den Patienten, die haben alle ein TEE bekommen und ein PET-CT. Und man hat bei 73% der Patienten septische Streuherde gefunden, am häufigsten Endokarditis, pulmonale Abszesse und eine Spondylolisthesis. Interessanterweise gab es keinen Unterschied, ob es Staph aureus war oder Streptokokken. Also scheinbar machen die Streptokokken häufig auch sekundäre septische Absiedelungen. Und was ganz wichtig ist, nur in 41% der Fälle gab es auch klinische Symptome. Also wenn der Patient eben quasi diese septischen Streuherde, also Sie können den Patienten klinisch untersuchen, auf die Hüfte klopfen, auf die Lendenwirbelsäule klopfen und der Patient sagt, ich habe keine Symptome. Wenn Sie ein PET-CT machen, kann es eben sein, dass der Patient trotzdem schon die ersten Absiedelungen hat. Und das ist eine ganz aktuelle Studie aus dem Dezember letzten Jahres veröffentlicht aus Israel. Die haben mal prospektiv sich ihre Patienten in der Fallkontrollstudie angeschaut, die ein PET bekommen haben, im Vergleich zu Kontrollpatienten, die kein PET bekommen haben. Und die haben alle Patienten eingeschlossen, die an Tag 7 noch gelebt haben, die dem PET-CT quasi eine Studienteilnahme zugestimmt haben und alle Patienten mit angeschaut, bei denen der Arzt gesagt hat, okay, der Patient braucht jetzt ein PET. Das waren insgesamt 149 Patienten und sie haben das Ganze verglichen mit 150 Patienten aus demselben Zeitraum,
die kein PET-CT bekommen haben. Die Gruppen waren mehr oder weniger gut vergleichbar. In der Interventionsgruppe, also bei den Patienten, die PET bekommen haben, die hatten ein bisschen häufiger eine ambulant erworbene Staph aureus Bakteriämie, hatten weniger Tumorerkrankungen, aber hatten häufiger eine High-Risk Staph aureus Bakteriämie, also länger Fieber, länger positive Blutkulturen, also eher so ein bisschen die komplizierteren Verläufe. Und was hat sich gezeigt? Die Patienten, die ein PET-CT bekommen hatten, haben eine Sterblichkeit, 90-Tage-Sterblichkeit, signifikant geringer gehabt, 13,9% im Vergleich zu 28,5%, Odds-Ratio von 0,39. Und dieser Überlebensvorteil hat sich auch für die Subgruppen gezeigt, Patienten mit einer ambulant erworbenen Staph aureus Bakteriämie und auch für die Patienten, die ein niedriges Risiko für einen komplizierten Verlauf hatten. Sogar die haben davon profitiert. Und was war der Unterschied zwischen den beiden Gruppen? Patienten, die ein PET-CT bekommen haben, hatten eine längere Therapiedauer, weil man natürlich häufiger auch sekundäre Foci, Absiedelungen, Muskel, Lunge etc. gefunden hat. Also längere Therapiedauer, eine quasi individualisierte Therapiedauer und häufiger auch eine Fokussanierung. Und im Editorial zu dieser Studie oder im Nachgang gibt es jetzt auch große Diskussionen, ob quasi die großen Versicherer Medicare, Medicaid für jeden Patient mit einer Staph aureus Bakteriämie geht jetzt der Trend oder sollte eigentlich hingehen, dass auch für die Patienten ein PET-CT quasi die Finanzierung übernommen wird, weil das sind wirklich gute Daten, die zeigen, PET-CT kann wirklich das Outcome der Patienten signifikant verbessern. Also wenn immer Sie die Möglichkeit haben, PET-CT machen, vor allem bei denen, wo der Fokus nicht klar ist, oder dann halt, wenn Sie kein PET-CT haben, die Patienten in die Klinik verlegen, die die Möglichkeit haben. Auf jeden Fall die Empfehlung. Zum zweiten Punkt, welche Therapie soll man jetzt machen? Also die Empfehlung ist Schmalspektrum-Beta-Lactam-Antibiotika für Methicillin-Oxacillin-sensiblen Staph aureus, parenterale Gabe, entweder Flucloxacillin oder Cefazolin. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Warum Schmalspektrum-Beta-Lactam? Also natürlich aus Antibiotic-Stewardship-Aspekten. Je schmäler, desto weniger Kollateralschaden. Aber es gibt auch gute Daten, die zeigen, oder was heißt gute Daten? Es gibt eher retrospektive, also nicht so gute Daten. Es gibt keine prospektiven, randomisierten Studien, aber die retrospektiven Daten, die wir haben, die zeigen, dass alle anderen Beta-Lactame im Vergleich zu Oxacillin, Cefazolin mit einem schlechteren Outcome einhergehen. Also Odds-Ratio 30 Tage Sterblichkeit hier jetzt in der Arbeit, Cefuroxim 2, Ceftriaxon 2,24 oder Beta-Lactam, Beta-Lactamase-Inhibitoren auch knapp 3. Also je schmaler, desto besser. Und auch hier eine relativ aktuelle Studie aus März 2019. Die haben sich in den Veteranen-Affairs-Krankenhäuser in den USA mal insgesamt 428 Patienten mit einer Staph aureus Blutstrominfektion angeschaut und haben sich aber nur die Patienten rausgepickt, die nur mit einem Antibiotikum therapiert wurden. Also häufig ist es so, dass man mit Piptazo anfängt und dann switcht auf Cefazolin, Oxacillin, sodass es immer so eine Mischtherapie gibt. Und die haben sich eben nur die Patienten rausgepickt, die nur mit einem Antibiotikum therapiert wurden. Und es waren eben 24,5% Nafcillin, Oxacillin bekommen, 25% nur Cefazolin, also von Anfang an bis zum Ende der Therapie, 26,4% mit Piptazo und 24,1% mit Moxifloxacin oder Levofloxacin. Die haben sich unterschiedliche Endpunkte angeschaut und was sie gesehen haben, es gibt erstmal keinen Unterschied im Outcome zwischen Oxacillin und Cefazolin. Deswegen haben sie die Patienten in einer Gruppe zusammengefasst. Und dann haben sie die Patienten mit den Patienten verglichen, die Piptazo bekommen haben oder ein Fluocinolon. Und was man eben gesehen hat, interessanterweise, es gab keinen Unterschied im Outcome bei den Patienten, die ein Fluocinolon bekommen haben im Vergleich zu Oxacillin und Cefazolin. Aber Patienten, die mit Piptazo therapiert wurden, hatten ein deutlich schlechteres Outcome als die Patienten, die mit Cefazolin oder Oxacillin therapiert wurden. Und es gibt einige Studien, die besonders auf dieses Piptazo hinweisen, also dass es eben in vivo wirklich mit einem deutlich schlechteren Outcome einhergeht. Und die Vermutung ist, dass es hier diesen Inoculum-Effekt gibt. Da komme ich nachher gleich nochmal dazu und dass der für Piptazo besonders ausgeprägt ist. Bei Meropenem wohl weniger. Also Cefazolin oder Oxacillin.
ist bei MSSA immer die beste Option. Und es ist aber die Frage, na, was sollen wir jetzt nehmen? Sollen wir jetzt Cefazolin nehmen oder sollen wir Flucloxacillin nehmen? Und was ist der Unterschied? Also der Unterschied ist hier mal dargestellt. Also Flucloxacillin ist eigentlich das toxischere Medikament, also häufiger Hepatotoxizität, das ist eine Übersichtsarbeit, unterschiedliche Studien. Es ist häufiger, geht es häufiger mit einer Nephrotoxizität einher, also rund 8% im Vergleich zu 0,8%. Und es ist deutlicher, hat eine deutlich höhere Rate an Nebenwirkungen. 11% im Vergleich zu 1,5%, Venenreizung, Unwohlsein etc. etc. Also Flucloxacillin ist nicht so gut verträglich. Was aber der Nachteil ist von Cefazolin, es gibt diesen sogenannten Inoculum-Effekt. Und dieser Inoculum-Effekt, der beschreibt einen signifikanten Anstieg der minimalen Hemmkonzentration eines Antibiotikums, wenn die Anzahl der inokulierten Erreger erhöht wird. Also es ist ein In-vitro-Phänomen, was die Kollegen in der Mikrobiologie sehen. Wenn die eine kleine Anzahl von Staphylokokken nehmen, dann werden die alle gut durch das Cefazolin abgetötet. Wenn man jetzt aber die Anzahl der Staphylokokken erhöht, dann kann das sein, dass wenn Sie spezielle Staphylokokkenstämme haben, dass die so diese diese Enzyme, diese Cephalosporina, also diese Enzyme produzieren, die das Cephalosporin inaktivieren, das Cefazolin, und dass es dann da zum Therapieversagen kommen könnte. Es gibt auch in der Tat Fallserien, die quasi Therapieversagen unter Cefazolin beschrieben haben, wo man dann vermutet, dass es dieser Inoculum-Effekt war. Aber so richtig ist sich da die Fachwelt nicht so richtig einig, ob dieses In-vitro-Phänomen wirklich sich auch in der Praxis widerspiegelt. Und deswegen hat Herr Weiß von uns mal eine Meta-Analyse gemacht mit allen Studien, die quasi untersucht haben, Cefazolin im Vergleich zu Flucloxacillin oder Oxacillin. Und was kam raus? Über 11.000 Patienten, dass die Patienten, die Cefazolin bekommen hatten, in der 30-Tage-Sterblichkeit sogar eine signifikant geringere 30-Tage-Sterblichkeit hatten als die Patienten, die Flucloxacillin oder Oxacillin bekommen haben. Und dasselbe hat sich jetzt nicht signifikant gezeigt oder knapp nicht signifikant auch für die 90-Tage-Sterblichkeit. Und es gibt natürlich Kritiker, die sagen, naja, das kann natürlich der Bias by Indication sein, dass die Patienten, die sowieso einen schlechteren Verlauf hatten, also Endokarditis-Patienten, dass die eher das Flucloxacillin bekommen haben und die Patienten, die einen milden Verlauf hatten, dann eben eher das Cefazolin. Es gibt jetzt eine Studie, leider auch nur retrospektiv aus Frankreich, die sich explizit mal Patienten angeschaut haben mit einer Endokarditis. Und hier hat man keinen Unterschied, auch keinen Unterschied gesehen zwischen denen, die Cefazolin bekommen haben und die Flucloxacillin bekommen haben. Gibt auch eine prospektive Studie, die läuft gerade in Frankreich, die prospektiv randomisiert kontrolliert sich diesem Problem mal annimmt und schaut, wie da das Outcome bei den Patienten ist. Bei uns ist es so, wir geben eigentlich in der Regel eigentlich immer Cefazolin und nur manchmal Flucloxacillin. Bei denen, die eine gute Nierenfunktion haben, eine Endokarditis, also eine schwere Infektion, fangen wir auch ruhig auch mal mit Flucloxacillin an. Aber sobald die Niere aussteigt oder die Niere schlechter wird, dann wechseln wir auch auf der Cefazolin. Der nächste Punkt können wir ganz kurz abhaken. MRSA, im Endeffekt Vanco oder Dapto, ist es immer noch nicht klar, was besser ist, also im Sinne vom Outcome. Die Studien, die sich das angeschaut haben, die zeigen natürlich, dass die Patienten, die Dapto haben, wenn dann aber nur 10 bis 12 Milligramm pro Kilogramm Idealkörpergewicht, dass die natürlich deutlich weniger Nierenversagen haben. Aber im Outcome, was jetzt besser ist, Vanco oder Dapto, gibt es keine richtige Studie, die jetzt geschaut oder die zeigen konnte, dass das eine oder das andere besser ist. Wenn wir mal einen Patienten haben mit MRSA, dann machen wir eigentlich nur eine Dapto-Therapie, außer es ist eine Pneumonie, weil Daptomycin wird ja vom Surfactant inaktiviert. Dann würden wir zum Beispiel Linezolid, Phospho oder Vancophospho oder was auch immer geben. Da komme ich nachher gleich nochmal dazu. Beim nächsten Punkt, Kombinationstherapie. Es ist immer die Frage, reicht uns eine Substanz, also nur das Beta-Lactam,
oder nur das Daptomycin oder brauchen wir eine zweite Substanz, quasi noch was dazuzugeben? Und die Frage stellt sich ja vor allem bei unseren kritisch kranken Patienten auf Intensivstationen oder auch bei Patienten mit einer Spondylolisthesis, Gelenkinfektion, Endokarditis etc. etc. Und die Idee ist, warum denn überhaupt Kombinationstherapie? Also die Idee, der erste Punkt ist, wir geben zwei Substanzen, die beide Bakterizid sind. Hit hard, hit early, also hit hard im Sinne von zwei Substanzen, dass wir die Bakterien besser abtöten können und dass der Blutstrom schneller frei ist von Bakterien, um sekundäre Komplikationen zu verhindern. Die zweite Idee ist, wir geben eine biofilmaktive Substanz dazu, um bereits erfolgte klinisch inapparente Absiedelungen, quasi also Staphylokokken haben sich zum Beispiel schon auf den Schrittmacher gesetzt oder auf die Hüft-TAP. Und wenn wir schon frühzeitig Rifa dazugeben oder Phospho, dann können wir verhindern, dass diese Bakterien auf dem Fremdmaterial ein sekundäres Problem machen. Das ist so die zweite Idee. Also Reduktion der Sterblichkeit wollen wir natürlich verhindern oder erreichen und auch Spätkomplikationen, Rezidive verhindern. Das ist so die Idee der Kombinationstherapie. Aber natürlich mehr Substanzen, mehr Nebenwirkungen, mögliche Resistenzentwicklung, wenn wir jetzt zum Beispiel Rifampicin dazugeben, bei jedem Patienten haben wir dann mehr Rifa-resistente Stämme. Natürlich die Kosten müssen wir uns überlegen und auch vor allem, wenn es ums Rifampicin geht, auch die Frage der Interaktion, das ist natürlich auch immer ein großes Problem. Und da wurden schon ganz arg viele Studien gemacht mit der Frage Kombinationstherapie bei Staph aureus Bakteriämie, ja oder nein. Sie sehen hier mal oben die Studien, die bei MRSA gemacht wurden, hier unten die Studien für MSSA und jeweils rot die Kombinationen, die quasi gegeben wurden, also plus Genta, plus Dapto, plus Phospho, plus Rifa. Und wenn man sich alle Studien mal anschaut in dieser Meta-Analyse, das waren nur die randomisiert kontrollierten Studien, sieht man eigentlich kein Benefit für eine Kombinationstherapie. Ich habe Ihnen jetzt mal zwei aktuelle Studien mitgebracht, oder eigentlich die ist jetzt nicht ganz mehr so aktuell. Das ist die große ARREST-Studie aus UK. Die haben Rifampicin dazugegeben zu der Monotherapie Standard. Also bei MSSA war es Beta-Lactam, bei MRSA meistens Vancomycin. Waren insgesamt 758 Patienten und die haben entweder Monotherapie bekommen oder Standard plus 14 Tage Rifampicin. Wenn man sich hier anschaut, Woche 12, Endpunkt, Tod, Therapieversagen oder Rezidiv, kein Unterschied im Outcome. Was man aber gesehen hat, dass die Patienten, die Rifampicin bekommen haben, dass die signifikant weniger Rezidive hatten, 2% im Vergleich zu 6%, Number needed to treat 26, aber das hat man sich erkauft mit mehr Nebenwirkungen, 17% in der Rifampicin-Gruppe im Vergleich zu 10% in der Monotherapiegruppe. Dann gibt es ganz aktuell neuere Studien mit der Frage, bringt uns denn vielleicht das Daptomycin als Kombinationspartner was, zusätzlich zu unserem Beta-Lactam bei Patienten, die eine MSSA, also Oxacillin-sensible Staph aureus Bakteriämie haben. Und hier war der Endpunkt nicht das Überleben, sondern die Bakteriämiedauer. Und die haben 1:1 randomisiert, also Flucloxacillin, Cefazolin, also entweder oder Beta-Lactam plus Daptomycin. Daptomycin war relativ niedrig dosiert mit 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, entspricht zwar der Zulassungsdosis, aber wie wir wissen, eigentlich ist die Empfehlung ja auch bei der Endokarditis-Leitlinie mindestens 10 bis 12 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Und das haben sie 5 Tage dazugegeben. 104 Patienten randomisiert und 71 Patienten hatten am Tag der Randomisierung noch eine positive Blutkultur. Die meisten haben Cefazolin bekommen, 73%, das war eine kanadische Studie. Und viele Patienten hatten eine komplizierte Staph aureus Bakteriämie, also Endokarditis, lange positive Blutkultur, Protheseninfektion, septische Metastasen. Also waren schon eher die kränkeren Patienten. Aber was hat man am Ende gesehen? Kein Unterschied in der Bakteriämie-Dauer. Egal, ob man Kombinationstherapie gegeben hat oder Monotherapie. Und auch bei den sekundären Endpunkten 30-Tage-Sterblichkeit, Rezidiv, septische Embolien hat eine Kombinationstherapie kein Benefit gezeigt. Eine andere Studie aus Australien, die haben sich die Frage gestellt, bringt vielleicht eine Beta-Lactam-Kombinationstherapie bei MRSA was? Und die Idee ist, dass man
zusätzlich zum Vancomycin noch ein Beta-Lactam gibt. Hört sich zwar ein bisschen komisch an, weil das Beta-Lactam ist ja eigentlich resistent bei MRSA, aber je höher die Vancomycin-MHK ist, desto eher kann das Flucloxacillin oder das Beta-Lactam dann wieder selber so ein bisschen wirken, also diesen synergistischen Effekt. Und die haben quasi 440 Patienten geplant. Das war eine australische Studie, mussten dann aber nach einer Interimsanalyse nach 343 Patienten die Studie beenden, weil sie bei den Patienten, die eine Kombinationstherapie bekommen haben, häufiger eine Funktion und eine quasi Verschlechterung der Nierenfunktion gesehen haben. Und die meisten Patienten hatten Vancomycin bekommen, 99%, in Kombination mit Flucloxacillin, 64%, und 13% in der Kombinationstherapiegruppe haben Cefazolin bekommen. Und was man eben hier sieht, Patienten, die in der Kombinationstherapie-Gruppe waren, also Vanco plus Beta-Lactam, also hauptsächlich Flucloxacillin, hatten zu 23% Acute Kidney Injury im Vergleich zu 6% in der Patientengruppe, die nur Vancomycin bekommen haben. Und das war besonders eindrücklich in der Gruppe oder eigentlich nur eindrücklich in der Patientengruppe, die als Kombinationspartner Flucloxacillin bekommen haben. Da waren es fast jeder dritte Patient im Vergleich zu nur 4%, die Cefazolin bekommen haben. Und hier sieht man mal ganz schön, also hier oben oder unten sehen Sie die Patienten, die nur Vancomycin bei ihrer MRSA-Bakteriämie bekommen haben. Da sehen Sie hier die Veränderung im Kreatinin über den zeitlichen Verlauf. Und dann sieht man ganz schön, ab Tag 5 trennt sich quasi das Kreatinin in der Kombinationstherapiegruppe, Vanco-Flucloxacillin, deutlicher Anstieg vom Kreatinin im Vergleich zu der Gruppe, die nur Vancomycin bekommen haben. Also auch hier das Signal, Flucloxacillin hat wirklich ein nephrotoxisches Potenzial, was man nicht unterschätzen darf. Also auch hier die Studie, auch am Endpunkt hat sich kein Unterschied gezeigt. Vanco, Fluclox bringt bei MRSA nichts. Die letzte Kombinationstherapie-Studie kommt aus Spanien. Die haben Daptomycin plus Phosphomycin kombiniert und haben das Ganze mit einer Monotherapie Daptomycin bei Patienten mit einer MRSA-Bakteriämie verglichen. Daptomycin war gut dosiert, 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, aber Phosphomycin war die Dosis recht niedrig, 4 mal 2 Gramm, also 8 Gramm Tagesdosis. Und die Empfehlung ist ja von der EMA oder der Fachinformation, dass man bei einer Bakteriämie mindestens 16 Gramm Tagesdosis nimmt, also eigentlich nur die Hälfte von dem, was empfohlen ist, im Vergleich zu Daptomycin-Monotherapie. 155 Patienten wurden in die Studie eingeschlossen, im Schnitt 14 Tage Kombinationstherapie. 12% hatten Endokarditis und 45% hatten eine Gefäßkatheterinfektion. Also eher die Patienten, die einen milden Verlauf haben, Flexülinfektion, also nicht so die richtig kranken Patienten. Was hat man als Ergebnis festgestellt? Primärer Endpunkt war 6 Wochen nach Ende der Therapie. Schauen, ob der Patient noch lebt, sind die Blutkulturen negativ und gibt es eine klinische Heilung. Und das ist bei 54% der Patienten, die eine Kombinationstherapie bekommen haben, der Fall gewesen. Und nur in 42% bei den Patienten, die eine Monotherapie mit Daptomycin bekommen haben. War aber nicht statistisch signifikant. Also primärer Endpunkt, kein Benefit einer Kombinationstherapie. Was aber auffällig ist bei der Studie und was ich, denke ich, ganz wichtig ist, finde und auch für die Kombinationstherapie bei ausgewählten Patienten sprechen könnte, wenn wir uns hier die mikrobiologische Heilung anschauen. Also positive Blutkultur an Tag 3, 3% bei Kombinationstherapie, 18% bei den Patienten, die Daptomono bekommen haben. Und das zieht sich durch bis zum Therapieende oder besser gesagt 6 Wochen nach Therapieende, 0% in der Kombinationstherapie und immer noch 5% in der Daptomycin-Monotherapiegruppe. Und das sind auch Microbiological Failure, 0% Kombinationstherapie im Vergleich zu 11% in der Monotherapie. Im Outcome, also im Überleben, 24% Kombination, 27% sind verstorben. Daptomonotherapie war jetzt nicht signifikant unterschiedlich. Aber auch hier, wenn man nochmal anschaut, die Subgruppenanalyse, dann zeigt sich, wer hat am meisten von der Kombinationstherapie signifikant profitiert. Das waren eher die jüngeren Patienten, kleiner 73 Jahre.
und vor allem kränkere Patienten. Es gibt ja diesen PIT-Bakteriämie-Score, wo eingeht Schock, mechanische Beatmung, also wirklich die kranken Patienten. Und je kränker der Patient ist, also PIT-Bakteriämie-Score größer 1, dann hat er auch von einer Kombinationstherapie profitiert. Und das ist im Endeffekt auch, wie wir das im Alltag machen. Wir geben nicht bei jedem Patienten eine Kombinationstherapie. Also wenn jemand eine Flexhüleninfektion hat, dann braucht er keine Kombinationstherapie. Aber wenn jemand kritisch krank ist oder auch bei tiefsitzenden Infektionen, dann geben wir durchaus in den ersten Tagen, also vor allem im Bereich der Intensivmedizin, Phosphomycin dazu, Rifampicin eher weniger, weil das ja häufig dann Interaktion macht. Und wenn die Patienten sich dann stabilisiert haben und der Patient hat zum Beispiel eine einliegende Hüft-TAP oder einen einliegenden Schrittmacher und wir haben das Gefühl, wir müssen weiter eine Kombinationstherapie machen, auch wenn das Fremdmaterial nicht infiziert ist. Bei den Patienten wird man dann auf Rifampicin umstellen. Also immer noch so richtig, nicht richtig gelöstes Thema. Wer profitiert davon? Also wie gesagt, ich glaube, die ganz kranken Patienten profitieren und auch die Patienten, die ein Fremdmaterial haben. Und da gibt es auch durchaus Daten, die dieses Vorgehen unterstützen. Können wir aber gerne nachher nochmal diskutieren. Was ist noch wichtig? Kontrollblutkulturen nach eigentlich nicht mehr 48 Stunden, sondern auch nach 24 Stunden. Also wenn Sie sehen, Patient hat eine positive Blutkultur mit Staph aureus, können Sie eigentlich am selben Tag gleich nochmal Verlaufsblutkulturen abnehmen. Und wenn die Blutkulturen immer noch positiv sind, müssen Sie auf die Suche gehen. Gibt es möglicherweise noch einen nicht sanierten Fokus, weil wir wissen, je länger die Blutkulturen positiv sind, desto größer sind die sekundären Komplikationen. Jetzt der letzte Punkt, Therapiedauer. Hier steht noch mindestens 14 Tage IV, gegebenenfalls länger nach Fokus. Und das unterscheidet sich so ein bisschen, hat der Patient eine unkomplizierte Staph aureus-Bakteriämie oder eine komplizierte Staph aureus-Bakteriämie. Unkompliziert bedeutet, Patient hat keine Endokarditis, keine implantierten Fremdkörper. Die Blutkulturen sind schnell negativ. Er hat keinen Anhalt für tiefsitzende metastatische Absiedelungen, aber auch hier der Hinweis, je mehr man sucht, desto mehr findet man eben. Also hier nochmal der Hinweis fürs PET. Und der Patient hat schnell nach Therapieeinleitung entfiebert. Das ist eine unkomplizierte Staph aureus-Bakteriämie und bei denen wird eine 14-tägige Therapie empfohlen. Bei Patienten, die quasi alle anderen Patienten, da wird natürlich je nach Fokus eine mindestens 4- bis 6-wöchige Therapie empfohlen und auch eine orale Sequenztherapie ist bei den Patienten auf jeden Fall möglich. Wenn man quasi eine Oralisierung durchführt, dann muss man eben gucken, die Compliance, nimmt der Patient seine Tabletten, gibt es eine gute orale Resorption und dann eben auch sich die Substanzen aussuchen, die gut resorbiert werden. Also zum Beispiel Cephalexin hat eine 90-prozentige Bioverfügbarkeit als Tablette. Cotrim wird sehr gut aufgenommen, Doxycyclin oder natürlich auch die ganzen Fluoschnolone und gegebenenfalls in Kombination mit Rifampicin, also gerade bei Protheseninfektionen, Schulter-Kniegelenkprothesen, da ist wirklich Fluoschnolon plus Rifampicin sicherlich Mittel der ersten Wahl. Ich sage schon, quasi IV 14 Tage ist dieses Dogma, was seit Jahren immer wir als Infektiologen gepredigt haben, ist es wirklich immer noch haltbar, statthaft. Und Sie kennen sicherlich den OVIVA-Trial aus UK, quasi bei Knochen-Gelenkinfektionen, die nach 7 Tagen oralisiert haben, auch bei Staph aureus-Bakteriämie gab es auch Patienten oder natürlich auch der POET-Trial aus Dänemark, frühe Oralisierung bei Endokarditis, wobei man hier noch ein bisschen einschränkend sagen muss, früh hieß bei denen im Schnitt nach 21 Tagen, also war früh auch nicht so früh. Und es gab sehr wenig Patienten mit Staph aureus Endokarditis. Zum Beispiel gab es nur insgesamt, glaube ich, 10 Patienten mit einer Staph aureus Prothesen Endokarditis, wo dann nur 7 Patienten oder 5 Patienten eine Oralisierung bekommen haben. Also bei diesen wirklich speziellen Patienten, da muss man noch ein bisschen vorsichtig sein. Aber nichtsdestotrotz, hier mal von Brett Spellberg quasi zusammengefasst aktuell, quasi oral ist das neue IV, also gibt es wirklich, müssen wir an diesem Dogma 14 Tage IV festhalten, gibt es doch jetzt eigentlich in der Zwischenzeit eine Fülle von randomisiert kontrollierten Studien und die haben eigentlich alle gezeigt, dass eine orale Anschlusstherapie
oder eigentlich auch von Anfang an oder eine frühzeitige Oralisierung mit der richtigen Substanz beim richtigen Patienten genauso effektiv ist wie eine IV-Therapie, dass es sogar sicherer ist, weil die weniger nosokomiale Infektionen haben, weniger Katheterinfektionen und natürlich länger oder quasi kürzer im Krankenhaus liegen und dass es eigentlich keine Daten gibt, die sagen, dass man das unbedingt IV machen muss. Also da wird sich die nächsten Jahre noch auch bei uns im Kopf einiges zum Umdenken ergeben, vor allem natürlich nicht jetzt auf Intensivstation, aber dann auf Normalstation oder für die Entlassung. Und das ist die deutsche Studie, haben Sie vielleicht schon mal gehört, von Achim Karsch. Die hat lang gebraucht zum Rekrutieren, aber jetzt wurden die Ergebnisse in Lissabon präsentiert, jetzt im April. Das waren Patienten mit einer Low-Risk MSSA-Bakteriämie. Also Low-Risk heißt das, was ich gesagt habe, unkomplizierte Staph aureus-Bakteriämie. Und die Patienten, die wurden an Tag 5 bis 7 IV-Therapie gehabt, wurde die dann randomisiert, entweder die restlichen 7 bis 9 Tage IV-Therapie weiter oder eine Oralisierung in Cotrim, Clindamycin bei MSSA oder Cotrim-Linezolid bei MRSA-Bakteriämie. Und es war relativ schwierig, die Patienten da zusammenzukriegen. Insgesamt 5.330 Patienten gescreent, 213 Patienten wurden randomisiert, also nur 4% aller Patienten und 165 wurden dann auch nur per Protokoll therapiert und die meisten hatten eine Flexylen- oder ZVK-Infektion und waren eher weniger krank, die Patienten. Und was hat sich als Ergebnis gezeigt an Tag 90? Quasi Staph aureus assoziierte Ereignisse, also Tod, Rezidivbakteriämie oder tiefsitzende Infektion, gab keinen Unterschied. Es war eine Nicht-Unterlegenheitsstudie und diese 5% Nicht-Unterlegenheitsgrenze wurde nicht überschritten, sodass das Ergebnis der Studie ist, dass auch wirklich bei ausgewählten Patienten eine Oralisierung der Therapie auch schon vor Tag 14 wirklich gut vorgenommen werden kann und dass das kein schlechteres Outcome für die Patienten einhergeht. Nochmal die letzte Folie zurück zu unserem Patienten. Hatte ich ja gesagt, wie hätte man seinen Tod vermeiden können, indem man quasi adäquates Management macht. Also hier jetzt auch bei Patienten nur mit einer Pocket Infection, also Schrittmacher- oder ICD-Infektion, Blutkulturen, TEE und dann ganz radikal alles ausbauen. Also Generator und alle transvenösen Sonden. Und wenn man halt dann den Patienten in ein Zentrum verlegen muss, mit Laser oder was auch immer, die muss alles raus, weil wenn sie es nicht machen, die Patienten haben hohes Rezidivrisiko. Wenn die Blutkulturen negativ sind, bei einer Pocket Infection 2 Wochen gezielte Therapie, positive Blutkulturen, 4 Wochen Therapie bei Staph aureus oder 2 Wochen für anderen Erreger. Und wenn er eine Endokarditis hat, natürlich die Therapie wie eine Endokarditis. Aber hier nochmal wirklich eine Arbeit, ich glaube, die kam so aus der Rostock, wirklich Patienten, wo man die Sonden drin gelassen hat. Die hatten auch eine höhere, 2 bis 3 höhere Einjahressterblichkeit in allen Studien und ein Rezidivrisiko von 50-80%. Also wirklich hier quasi die Bitte, Sondeninfektion immer komplett alle Devices explantieren. Das nochmal der Zusammenfassung als Schlussdia sozusagen, gehe ich jetzt nicht nochmal insgesondert ein. Sie können dann auch den Vortrag gerne haben, können wir rumschicken, der den haben will. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, lieber Herr, ganz, ganz herzlichen Dank für den tollen, spannenden Vortrag und vor allen Dingen auch wieder, dass der so praxisorientiert und konkret ist in dem, was wir tatsächlich in der Praxis zu tun haben. Es gibt schon eine Menge Fragen im Chat. Es wird ein bisschen schwierig zu sortieren. Ich werde es einfach der Reihenfolge nach abarbeiten. Die erste Frage, die auftauchte, war, was kann man machen, wenn das Fremdmaterial nicht entfernbar ist? Also da geht es hier zum Beispiel um ICD-Sonden, intrakardial eingewachsene Sonden. Also in dem Fall wird in der Leitlinie chronische Suppressionstherapie empfohlen. Aber da gibt es jetzt keine Empfehlung, wie lange man die chronische Suppressionstherapie macht. Wir machen es im Endeffekt dann so, dass wir die Patienten dann erstmal 1 Jahr Cephalexin mitgeben. Aber wenn man ehrlich ist, der Hausarzt wird es nach 3-4 Monaten absetzen, weil er denkt, Antibiotika sparen oder was auch immer.
gibt wenige Patienten, wo wir es wirklich nicht rauskriegen. Die Patienten gibt es natürlich auch, aber dann wird eigentlich so eine chronische Suppressionstherapie empfohlen. Ja, okay, vielen Dank. Dann gibt es ziemlich viele Fragen zu den Antibiotika natürlich. Und eine der ersten Fragen, die hier aufgetaucht war, dass in dem Krankenhaus also Cefuroxim anstatt Cefazolin sozusagen Standard ist. Geht das? Nö, also, na gut, was heißt geht das? Also die Datenlage spricht natürlich dagegen, muss man ehrlicherweise sagen. Cefazolin ist einfach schmäler vom Spektrum und je schmäler sie sind, desto gezielter gibt es und je mehr das Antibiotikum natürlich auch für Gram-negativ wirksam ist, desto weniger aktiv ist es gegen Gram-positiv. Also ich würde eigentlich sagen, Cefazolin wäre besser oder Flucloxacillin, muss man ganz klar sagen. Ja, zumal es ja für das andere offenbar kaum Daten gibt. Ne? Ja. Dann Nachweis von Mikrococcus. Wenn nur einer in der Blutkultur, wenn nur eine Flasche positiv ist, so verstehe ich die Frage, muss man das therapieren? Mikrococcus. Also wüsste ich jetzt nicht, muss man sicherlich im Einzelfall dann gucken, wo kommt der her, gibt es Fremdmaterial. Da kann ich jetzt nicht so ad hoc was sagen. Muss ich passen. Kann man wahrscheinlich nicht verallgemeinern. Ne? Ja. Also, das ist ja doch vielleicht ein Epiphänomen, eine Verunreinigung. Aber wenn der krank ist, würde man wahrscheinlich dann trotzdem therapieren. Hm. Wird jemals Staph aureus mit Erythromycin oder Clindamycin behandelbar sein? Also es geht wahrscheinlich in die Richtung, da steht ein S. Also Erythromycin, also die Makrolide nicht, definitiv nicht. Clindamycin ist natürlich wieder dann C. diff-Risiko und sonst irgendwas, aber hat natürlich eine gute orale Bioverfügbarkeit. Gerade wenn es um Knochen- und Gelenkinfektionen geht, wird es ja häufig gern eingesetzt, obwohl jetzt die Knochengängigkeit jetzt auch nicht so exorbitant besser ist, wie zum Beispiel jetzt, also definitiv sind die Fluschenlohne besser gewebig und knochengängig als Clindamycin. Was aber Clindamycin ganz spannend ist, wo jetzt gerade eine australische Studie läuft, wurde auch schon publiziert zur Proof-of-Concept-Studie als Toxinhemmer. Also wir wissen es ja von schweren Streptokokken-Hautinfektionen, dass man Clindamycin dazu gibt, um die Toxine dazu hemmen. Und da gibt es jetzt auch so Preliminary Data, dass das möglicherweise auch bei Staph aureus Bakteriämie, wenn man das die ersten 3 Tage dazu gibt, 3 mal 600 Milligramm, wirklich so bei den ganz kranken Patienten die Toxinhemmung macht. Das nennt sich Cassette-Trial. Wer das mal nachschauen möchte, ist eigentlich ganz spannend. Aber gibt es noch keine Ergebnisse, ob es was bringt. Dann war noch mal eine Konkretisierung oder Nachfrage. Ich glaube, im letzten Jahr war es aber schon geklärt zur Therapiedauer. Die 14 Tage gelten ja erst ab der ersten negativen Blutkultur. Ja, gut, man muss natürlich immer ein bisschen mit Augenmaß vorgehen, wenn das erst an Tag 6 abgenommen wird, die Verlaufsblutkultur, und der Patient hat schon kein Fieber mehr seit dem ersten Tag und kein CRP, dann würde ich jetzt nicht sagen, ab erste negative Blutkultur. Also ich glaube, da muss man schon so ein bisschen auch den Patienten anschauen und die Kirche im Dorf lassen. Also ich glaube, man darf da nicht zu sehr dogmatisch sein. Also ich glaube, das Wichtigste bei Staph aureus ist wirklich, sich den Patienten anschauen und gucken, was bringt er für ein eigenes Risiko mit. Also wirklich Schrittmacherträger, Hüft-Tap und da dann lieber einen Tag länger machen, als bei jemand, der wirklich keine Risikofaktoren hat, sofort Antibiotikum angefangen. Da glaube ich, da kann man dann vielleicht auch, gibt es jetzt auch Studien, die untersuchen, ob vielleicht auch nur 7 Tage ausreichen. Also ich glaube, da darf man nicht so dieses Dogma machen, immer 14 Tage und keine Stunde weniger. Okay, also mich hat gerade auch sehr überzeugt an der Antwort. Wenn ich erst am Tag 7 eine Blutkultur abnehme, kann sie natürlich nicht vorher negativ geworden sein. Ja. Ne? Ja, da muss das Gesamtkonzept natürlich stehen. Dann ist nochmal eine Frage zum Fremdmaterial. Also hier wird davon gesprochen, frische Kardialestents, zum Beispiel frische Aortenprothese. Das würde man ja wahrscheinlich also nicht so wirklich entfernen können. Dann Ja. Therapiedauer. Also es geht ja vor allem, also wen es interessiert, wir haben gerade im CMI, Clinical Microbiology Infection, vor ein paar Wochen so eine Delphi-Umfrage mal gemacht bei 33 Staph aureus-Experten, war wirklich
Rodriguez Bagno und Zinkernagel, also Stephen Tong, also von der ganzen Welt, war wirklich ein hochbesetztes Gremium. Das war ziemlich cool, die da mitgemacht haben. Und da haben wir genau diese Fragen gestellt, weil das steht ja in jeder Leitlinie oder in der einen Leitlinie, die es gibt. Es gibt ja gerade eine neue, die in Arbeit ist. Bei Fremdmaterial ist es gleich komplizierter Verlauf. Aber ist dieser kardiale Stent, ist es ein Fremdmaterial? Und da haben wir die mal gefragt, wie macht es in ihrem Alltag? Und da ist es schon so, also kardiale Stents interessiert eigentlich niemand, muss man sagen. Aber wenn jetzt jemand eine Femorales-Prothese hat oder eine Aortenrohrprothese, das denken eigentlich alle, dass das wirklich relevant ist. Wo so ein bisschen Unterschied ist, ist natürlich die Frage, wenn die schon 3 Jahre drin ist sie eigentlich endothelialisiert. Dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie eigentlich kein Risiko mehr ist und dann reichen vielleicht auch 2 Wochen Therapie aus. Aber da würde ich, glaube ich, auch immer dann lieber 2 Wochen länger geben oder ein paar Tage länger geben, weil für einen Patienten gibt es nichts Schlimmeres als eine infizierte Rohrprothese, muss man ehrlicherweise sagen, oder eine infizierte Knietap oder Hüfte. Also das ist, also wen es interessiert, kann wirklich mal lesen. Das ist ganz interessant. Auch die Frage ist, wenn es um die Oralisierung geht, welche Substanz nehmen wir denn? Nehmen wir denn Glinda, Cephalexin, Cotrim und da gibt es ein großes Durcheinander und jeder macht eigentlich das, wo er eigentlich so das Gefühl hat, die beste Erfahrung zu haben. Aber was jetzt wirklich am besten ist, gibt es kein A oder B. Okay, also noch sehr viel eminenzbasiert, Ja. aber ist halt so. Äh, Hier ist nochmal die Frage zur Entfernung des Materials ein bisschen von der anderen Seite. Also würde man in jedem Fall den ICD oder Schrittmacher explantieren, auch wenn es keinen direkten Hinweis auf Beteiligung Ja. gibt, also ein bisschen Ja, also das natürlich, da könnte ich unsere Herzchirurg nicht davon überzeugen. Und ich glaube, das wäre auch übers Ziel hinausgeschossen. Also es gibt jetzt neue Studie, American Heart Journal, die sagen, dass das Risiko noch viel größer ist, dass 70-80% der Patienten mit einer Staph aureus Bakteriämie dann auch eine ICD-Infektion haben. So aus dem Alltag muss ich sagen, das finde ich ziemlich hochgegriffen. Und jedem dieses Ding explantieren, was ja auch mit einem zwar geringen Risiko nur einhergeht, aber das ist ja ETS-Aufenthalt im schlimmsten Fall. Also nee, würde ich da nicht machen. Aber man muss natürlich, wenn der Patient, würde ich dem Patient auch sagen, Sie hatten jetzt eine Staph aureus Bakteriämie oder auch dicken Brief reinschreiben, wenn der 4 Wochen später wieder mit einer Staph aureus Bakteriämie kommt, dann muss das Ding wirklich raus. Aber jetzt prophylaktisch jedem das Ding ausbauen, würde ich, glaube ich, nicht machen. Ich erlaube mir mal eine eigene Frage zu stellen, weil es gerade um Schrittmacher ging. Also bei uns ist manchmal Diskussion, wo wird das Ganze angelegt? Ne? Also wo erfolgt die im OP, im Herzkatheter? Also es geht ja so ein bisschen um die sterilen Bedingungen. Mhm. Oder sozusagen, wo es gerade ein bisschen Platz ist. Naja, es ist nach der Hygiene, nach Trinko ist es ein operativer Eingriff und der muss eigentlich im OP stattfinden, gell? Ja. Also nicht irgendwo im semi-sterilen Eingriffraum zwischen Tür und Angel. Und man darf halt nicht vergessen, ähm, Deutschland ist ja Spitzenreiter im ICD und Schrittmacher implantieren. Also das ist erschreckend, wenn man sich die Zahlen mal anschaut. Es gibt kein Land auf der Welt, nicht mal Japan, die quasi mehr Schrittmacher implantieren als wir. Und wir haben halt auch eine große Infektionsrate. Und das ist eben, weil es wirklich jeder machen darf und auch in jedem Mini-Eingriffsraum. Also ich sehe das sehr kritisch, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, danke für diesen deutlichen Hinweis nochmal. Dann gibt es ja jetzt mittlerweile so irgendwelche antibiotikahaltigen Netze, die da Ja, gepackt werden sollen. Gibt es da schon Verlässliches? ja, das ist die nennt sich Tyrex von Medtronic. Wirklich tolles Ding, Reduktion der Infektion um mehr als 50%. Das Problem ist nur, das Netz kostet so viel wie der Schrittmacher. Ähm, Mhm. also ich weiß nicht, ob es jetzt genauso viel kostet, aber es ist sehr, sehr teuer. Und ich kenne quasi, es gibt Krankenkassen oder Häuser, die haben mit den Krankenkassen einen Deal gemacht, dass man es wirklich bei ausgewählten Patienten, dass es auch ein Reimbursement gibt. Also man muss sich bei jeder Neuanlage ist es sicherlich nicht indiziert, aber bei den Hochrisikopatienten, und wir kennen ja die Patienten quasi, wo es ein Aggregatwechsel ist, die Ja, Dialysepatienten haben ein hohes Risiko oder auch Patienten mit Prednisolon oder also die könnten oder die profitieren sicherlich davon. Alle anderen ist, denke ich, viel zu teuer. okay, danke.
Dann geht es nochmal zurück zu den Antibiotika. Wie sind die Substanzen Kindermedizin und lehnst du die zur oralen Sequenztherapie zu bewerten? Also Beide haben Linne, ja, gute Verfügbarkeit. genau, also Linezolid ist natürlich tipptopp, hat eine gute orale Bioverfügbarkeit, 100%, eine perfekte Gewebegängigkeit, ZNS-Gängigkeit. Man muss natürlich aufpassen, quasi Thrombopenie, Leukopenie und Polyneuropathie. Das mag jetzt bei 2 Wochen, ist das nicht relevant, aber wenn es jetzt um Spondylodiszitis geht oder so, da muss man schon aufpassen. Also da muss man auch im Hausarzt das an die Hand geben, dass es eben auch zu Nebenwirkungen kommen kann. Kindermedizin geht natürlich auch. Cotrim Forte 3-mal oder 2-mal? Ja, im Endeffekt so ein bisschen abhängig von der GFA. So der ältere 60-, 70-jährige Patient, ich denke, da reicht 2-mal Cotrim Forte. Und je besser die Niere ist, dann eher dann 3-mal. Ja. Dann nochmal eine Frage zur Oralisierung. Levo in hoher Dosis Also, alleine oder in Kombi mit? ja. Also wenn dann 2x500, dann Levo schon machen. Im Endeffekt sind dann meistens ja dann Knocheninfektionen und wir geben es dann schon mit Rifampicin dazu, muss man ehrlicherweise schon sagen. Es gibt ja eine ältere Studie noch aus den 80er, 90er Jahren aus der Schweiz von Zimmerli, die haben Ciprorifa genommen und die Idee ist ja, dass man das Cipro quasi dann oder dazu gibt, um vor einer Rifa-Resistenz dazu schützen. Also das ist auch wieder viel eminenzbasiert, wenig Daten, aber ich glaube, ich würde es dann schon kombinieren. Eine sehr spezielle Frage wegen Meningitis durch Staphylokokken, Cefuroxim da sinnvoll? Also Wahrscheinlich nicht so. da gibt es ja die alten Empfehlungen, dass man kein Cefazolin nimmt. Also wenn Sie jetzt auch eine Ventrikulitis haben, EVD-Ventrikulitis oder VP-Schand-Infektion, dass man nicht Cefazolin nimmt, weil das nicht die Blut-Hirn-Schranke übertritt. Da ist Flucloxacillin besser als Cefazolin. Daptomycin geht auch nicht über die Blut-Hirn-Schranke, muss man aufpassen. Was perfekt drüber geht, sind natürlich wieder die Fluorchinolone oder auch Linezolid. Auch die quasi Penetration auch von Vancomycin ist ja auch grottenschlecht. Also da muss man schon so ein bisschen, da steht man dann am Bett und je mehr man weiß, desto schwieriger wird es dann mit der Auswahl. Aber da wird man dann eher zum Flucloxacillin greifen. Oder auch Phosphomycin als Kombinationspartner, was auch gut in den Kopf geht. Und ich habe noch gelernt, bei der Meningitis ist die Blut-Hirn-Schranke aufgehoben. Das gilt wohl dann offenbar nicht mehr. Doch, stimmt, genau, ja. Also kommt ja dann auch noch dazu, gell? Also stimmt, dann geht es eigentlich wieder rüber. Aber natürlich tut man sich schwer. Ja, wie ist das ausgeprägt? Und Ja, das ist ja, auch ja, extrem eminenzbasiert, ne, mit der genau. aufgehobenen. Ja, 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 ja. Ich weiß, ob das je gemessen wurde. Ähm, zum optimalen Zeitpunkt für ein PET-CT gibt es hier noch eine Frage, wann wäre das? Naja, also das hängt natürlich immer ab, wann kriegen Sie den Termin und der Termin ist ja meistens dann nicht innerhalb von 24 Stunden. Also es wird natürlich immer ein paar Tage dauern, bis man das hat und ich glaube, je länger auch zwischen Bakteriämie und desto eher leuchtet es dann natürlich auch. Der optimale Zeitpunkt, die haben es jetzt nach 7 Tagen gemacht, zwischen 7 bis 14 Tagen und ich glaube, das ist ja auch so ein realistischer Zeitrahmen, wo man das dann macht. Man muss aber natürlich auch wissen, so ein PET-CT hat natürlich auch seine Vor- und auch Nachteile. Gell? Also gerade wenn es um Schrittmacherinfektionen geht, oben Aggregat ist die Sensitivität ganz gut, 80 oder sogar über 90%. Und je weiter sie runtergehen ins Gefäßsystem, haben sie halt auch nur eine Sensitivität von 30%. Gell? Also nur weil das PET-CT jetzt negativ ist und das TE unauffällig, heißt das natürlich nicht, dass der Schrittmacher die Sonden nicht infiziert sind. Also auch da muss man wissen, was man tut. Und auch gerade bei Knie- und Hüft-Tabs gibt es auch schöne Arbeiten, die sagen, je länger die Knie- und Hüft-Tab drin ist, desto eher leuchtet das PET dann, obwohl es gar nicht infiziert ist, weil das natürlich eine chronische Reizung ist. Also muss schon auch nicht immer alles dann, was leuchtet, ist auch dann infiziert, gell? Oder auch wenn es, also muss man schon auch immer gut, also nicht immer alles glauben. Ja. Okay, eine letzte Frage hier, die ich gefunden habe, ähm, ob das TE nicht lieber bei allen gemacht werden sollte. Ja, da gibt es eine große Diskussion, aber natürlich ist es natürlich auch immer dann mit der Verfügbarkeit. Also bei uns muss man ehrlicherweise sagen, ist es ganz gut mit der Verfügbarkeit, aber ich kenne natürlich auch in vielen anderen Ländern, zum Beispiel Amerika, ist es große Diskussion, dass die so ein TE gar nicht quasi bei jedem kriegen. Und dann gibt es natürlich die sagen, na TE
Perforationsrisiko, Aspirationsrisiko, wobei Gott sei Dank das ist ja relativ selten. Ja, TE, wobei, wenn jemand gut schallen kann von außen und wenn das bei uns so der spezielle Kollege macht. Also man muss, wie gesagt, ich glaube, das muss man besprechen und da natürlich auch vom individuellen Risiko ausgehen. Ja. Ja, Mensch, Herr Hagel, das war eine sehr, sehr intensive, lange Diskussion. Ich wiederhole mich, glaube ich, das habe ich schon so oft gesagt, das hätte man niemals in Präsenz erlebt. So Ja. viele Fragen, solche intensive Diskussionen und so viel Informationen. Und vielleicht auch nochmal der Hinweis, dass einige haben ja nach dem Vortrag gefragt, er wäre auch auf YouTube verfügbar, ne? Also können Sie auch nochmal nachschauen, wenn Sie wollen. Aber Herr Hagel hat ja auch angeboten, ihn zuzusenden. Soll ich den dann Ihnen senden und Sie schicken dann rum oder stellen irgendwo drauf? Würde ich so machen. Also wie gesagt, wir haben ja das gerade live gestreamt. Wir würden das lassen, wenn es für die okay ist. Ja, ja. Ne? Und dann können wir, also eigentlich kann man sich da auch gut anschauen. Und die anderen, glaube ich, die es unbedingt original haben wollen, warum auch immer, die werden mir sicherlich schreiben. Okay, ja, es sind offensichtlich keine weiteren Fragen. Es geht jetzt, das sollten Sie noch durchaus genießen, Herr Hagel. Es geht jetzt die Dankesrunde im Chat los. Und ich kann mich nur noch mal anschließen. Toller Vortrag, super Diskussion. Und ich glaube, für die Praxis haben wir alle was mitgenommen. Also ich auf alle Fälle. Und nochmal herzlichen Dank und Ihnen und allen anderen einen schönen Abend, einen schönen Feierabend und Ihnen eine gute Fahrt nach Weimar. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Gut, tschüss. Dankeschön. Schönen Abend noch.